DJI hat vor kurzem erst die Mini 4 Pro auf den Markt gebracht und immer mehr Benutzer klagen mittlerweile über Abstürze im 360° Active Track Mode. Das Netz ist mittlerweile voll davon und YouTube auch. Und das natürlich erst 14 Tage nachdem die Drohne überhaupt veröffentlicht wurde. Ohne Zweifel, die DJI Mini 4 ist eine richtig leistungsstarke Drohne mit allen Funktionen, die ein kreativer Drohnenpilot benötigt. Das kann natürlich auch alles ein Ausnahmeproblem sein. Aber in diesem Video will ich diesen Crash-Problem mal so ein bisschen auf den Grund gehen und versuchen, Zusammenhänge dieser wahrscheinlichen Fehlfunktion zu ermitteln. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin's auf alle Fälle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Wichtig, wenn dir dieses Video gefällt, dann sehr gern liken oder mich abonnieren, damit dieser Kanal noch weiterhin spannende Videos für dich produzieren kann. Vielen Dank dafür. Auch noch wichtig, aktueller Stand dieses Videos ist Mitte Oktober 2023. Falls du das Video vielleicht deutlich später schauen solltest, kann es natürlich sein, dass die Probleme dank Updates von DJI nicht mehr existieren. Das ist meine große Hoffnung, aber jetzt zum Thema. Ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, in meinem letzten Video habe ich die DJI Mini 4 Pro mit Active Track am Mountainbike getestet. Es war ein richtig guter Test. Die Drohne hat alle Hindernisse mit Bravour gemeistert. Leider kam beim Active Track auf dem Feld dann folgender Fehler zur Geltung. Und zwar ist die Drohne gecrashed. Direkt. Und ich dachte natürlich, wie ich im Video beschrieben habe, das war der Wind, der die Mini 4 in den Baum gedrückt hat. Aber nachdem ich jetzt viele andere Videos gesehen habe, glaube ich das nicht mehr. Und da sind mir bei dieser Recherche viele Gemeinsamkeiten der Crashs aufgefallen, beziehungsweise der Abstürze. Und wir schauen uns jetzt mal diese Videos gemeinsam an. Und vorab sei natürlich gesagt, das sind alles gute Drohnenkanäle. Keiner will absichtlich irgendwie seine Drohne crashen, nur um Content zu kriegen, sondern alle sind wirklich nur dabei, mit der neuen DJI Mini 4 Pro Content für euch zu kreieren und das Wissen dann an euch weiterzugeben. Die Links zu allen Videos zum Nachschauen findet ihr direkt hier in meiner Videobeschreibung. Und ich hoffe, meine YouTube-Kollegen da draußen, die haben nichts dagegen, dass ich hier zur Ermittlung des Problems einige Ausschnitte aus ihren Videos verwende. Wenn jemand von euch was dagegen hat, dann einfach mich anschreiben und ich werde das Video dann aus meinem entfernen. Aber jetzt möchte ich euch mal das vermitteln, was ich gesehen habe. Und zwar, los geht's. Zuerst mein Crash. Du siehst die Drohne im Active Track 360° Modus fliegen. Sie macht ihren Job gut und fliegt genauso, wie ich es programmiert habe. Vor dem Crash, da fliegt sie seitlich in das Hindernis, in diesem Fall der Baum, erkennt diesen Baum auch, aber fliegt trotzdem ungebremst seitlich rein. Und dieses Wissen jetzt einfach mal kurz im Kopf behalten, denn ich habe dann noch weiter recherchiert und habe mir das Video von Billy Kyle angeschaut. Das ist ein englischsprachiger Kanal hier auf YouTube und du siehst natürlich hier wieder das 360° Active Track und die Drohne fliegt wieder seitlich und trackt ihm am One Wheel. Auch hier wieder seitlich ungebremst in den Baum und, wie ihr sehen könnt, Crash. Das nächste Video kommt vom deutschen YouTube-Kanal Justice Schmidt und auch sehr gut gemacht. Und hier geht die Drohne so halb seitlich von hinten und trackt das Motiv. Hinderniserkennung ist an, reagiert auch kurz und dann auch wieder ungebremst seitlich von hinten ab in den Baum und Crash. Das war es dann aber noch nicht gewesen. Ich habe noch ein Video gefunden und zwar von dem englischsprachigen Kanal von Henrik Olsen. Die DJI fliegt in den Baum, erkennt das Hindernis und will seitlich ausweichen. Schafft es aber nicht wegen wahrscheinlich anderer Hindernisse, fliegt seitlich rückwärts raus, erkennt das hintere Hindernis nicht und crasht dann wiederum im Baum. Das soll es noch nicht gewesen sein. Jetzt nochmal ein Video vom deutschen YouTube-Kanal Europe und es gab hier auch ein Testvideo im Wald und hier war es nicht ganz so eindeutig zu erkennen, aber auch hier meine Vermutung, die Drohne bremst ja an den Bäumen ab und wie ich es vermute, will sie dann auch rückwärts wieder raus, weil vorwärts natürlich ein Hindernis zu erkennen war, um auszuweichen und jetzt wieder rückwärts bzw. seitlich Crash und die Drohne stürzt ab. Bevor wir jetzt weitermachen, jetzt mal zu euch. Was vermutet ihr persönlich? Was kann hier der Fehler sein? Ich habe euch, wie gesagt, alle Videos mal in die Videobeschreibung mit reingepackt und ihr könnt die gern in verlangsamter Geschwindigkeit anschauen. So habe ich es auch gemacht. Und schreibt doch einfach mal eure Vermutung hier direkt in meine Videokommentare. Woran kann es liegen und was denkt ihr über die verschiedenen Situationen beziehungsweise
Was kann es sein? Ich will aber auch nochmal ausdrücklich erwähnen, dass ich kein Wissenschaftler bin. Ich habe hier keine teurischen technischen Geräte irgendwo zu hängen, mit denen ich solche Auswertungen machen kann, sondern ich versuche einfach nur dieses Problem anhand der vorliegenden Videos zu analysieren. Das kann natürlich auch was ganz anderes sein und mit ganz anderen Dingen zusammenhängen oder vielleicht auch gar nicht vorkommen. Ich weiß es nicht, aber deswegen ist natürlich eure Meinung so wichtig, weil ich denke schon, wenn das schon so oft vorkommt und man das so oft sieht in diesen gleichen Perioden, wo das passiert, da kann irgendwas nicht stimmen. Und es gab 2, die mich angeschrieben haben per E-Mail und gesagt haben, das kann natürlich nicht sein, also irgendwie kommt das langsam zu oft vor. Und da habt ihr natürlich recht und ihr habt natürlich auch Vermutungen gehabt, die jetzt auch meine Vermutungen sind, weil ich das nochmal nachgeprüft habe und denke, das ist genauso. Was wir jetzt mal machen, wir schauen uns jetzt mal die Sensoren der DJI Mini 4 Pro an. Und ich halte euch das mal hier in die andere Kamera, da sieht man das natürlich ein bisschen besser. Und ihr seht, diese Sensoren hier oben, die sind natürlich am Kopf der DJI Mini 4 angebaut. Die sind so ein bisschen seitlich nach oben. Die könnten dann sozusagen, ich sag mal so 90 Grad Winkel direkt erfassen. Und die anderen Sensoren, ich mache mal Deckel ab, damit man es ein bisschen besser sieht. Die anderen Sensoren im vorderen Bereich der Mini 4 Pro, die sind natürlich ebenfalls parallel hier zu diesen Sensoren verbaut. Also die gucken hier hoch, die gucken hier hoch. Ja, 90 Grad, 90 Grad. Und vom Prinzip her sollte das alles so stimmen. Und du siehst natürlich, dass die Sensoren hier ziemlich weit am Kopf verbaut sind. Ich gebe euch mal als Beispiel die Sensoren der DJI R3. So. Da haben wir natürlich auch die Hinderniserkennung mit dabei und du siehst natürlich, dass die Sensoren der DJI R3 ganz weit hinten am Drohnenkörper verbaut sind. Also die sind auf Höhe des Akkus und die vorderen Sensoren, die sind natürlich ebenfalls wie bei der DJI Mini 4 hier vorne auch so leicht schräg verbaut, dass sie einen guten Grad abdecken können und jetzt halte ich mal beide nebeneinander und vielleicht kommt ihr ja schon so ein bisschen zur Lösung des Problems, was ich jetzt vermute. Und zwar, dass die Sensoren bei der DJI Mini 4 einfach mal zu weit vorn sind. Dass die einfach hier hinten wahrscheinlich besser gewesen wären. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit Platzproblemen oder anderen Dingen. Da gibt es natürlich dann die Architekten von DJI, die sich da besser auskennen. Aber wenn die Sensoren vielleicht hier sind, beziehungsweise hier liegen würden und nicht so weit von vorn, wäre das vielleicht ein anderer Zustand. Ich will euch das jetzt mal mit der Wasserwaage zeigen. Ich habe momentan nichts anderes gefunden, aber so ein bisschen von der Abdeckung der Sensorik. Ja? Also hier ist der Sensor der DJI Mini 4 Pro und zwar ist das der Rückwärtssensor. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen 90 Grad siehst, dann ist der Sensor in der Abdeckung so in diesem Bereich. Ja? Und hier natürlich dann in diesem Bereich, nehmen wir die Hand weg, hier vorn in diesem Bereich, hier würde ja der andere Sensor dann wieder den Bereich abdecken. Und ich vermute, dass dieser Sensor bzw. die beiden Sensoren nicht in diesen und auch diesen und teilweise auch im hinteren Bereich reinschauen können, beziehungsweise dann halt ihre Sensorik nicht richtig ausnutzen können. Denn wenn die DJI Mini 4 ja aufgrund von teilweise auch Bewegung im Wind und bei anderen Dingen vielleicht hier so nicht immer gerade liegt, der Gimbal ist meistens gerade, aber vom Drohnenkörper her ist es natürlich so, dass die sich natürlich mehr bewegt als die riesengroße, dicke DJI R3. Und ich vermute wirklich, dass die Sensoren hier in dem hinteren Bereich wirklich zu weit vorne angebracht sind, sodass sie über diesen Drohnenkörper seitlich und auch ein Stück nach hinten auf beiden Seiten nicht so richtig wachen können. Und deswegen passieren diese Crashs einfach nur, wenn man rückwärts fliegt oder auch seitlich fliegt, weil hier, wie gesagt, die Sachen nicht abgedeckt sind. Ich habe jetzt noch keine Abstürze gesehen, dass sozusagen die vorderen Sensoren ausgesetzt haben, beziehungsweise da einige Sachen nicht gesehen haben. Es ging meistens immer nur um die hinteren Sensoren und da vermute ich, dass da wirklich ein kleines Problem liegt, dass die Sensoren den seitlichen und manche hinteren Bereiche nicht so richtig erkennen können. Und ich hoffe, ich habe es jetzt in meiner Emotionalität so ein bisschen ordentlich ausgedrückt und fasse es jetzt aber nochmal zusammen, damit es sozusagen auch jeder versteht. Wenn du jetzt beide Drohnen nebeneinander siehst, dann siehst du natürlich die Sensorik
Die ist bei der R3 ganz anders gemacht als bei der DJI Mini 4. Die Sensoren sind im hinteren Bereich. Hier passiert das auch nicht. Also ich habe die R3 ja auch am Auto getrackt und da waren ganz viele Bäume und ganz viel Wald. Ich bin mit der durch den Wald geflogen. Ich habe so ein Problem niemals erlebt. Und wie gesagt, hier sind die Sensoren sehr weit vorne, die den hinteren Bereich dann abdecken sollen und auch den seitlichen Bereich. Und ich vermute wirklich, dass es die Lage der Sensoren ist, die hier diese Art von seitlichen und Rückwärts-Crashs beeinflusst. Und es sei nochmals gesagt, wer die DJI Mini 4 Pro kauft, kauft keine schlechte Drohne. Ich will sie auch nicht schlecht bewerten in diesem Video. Das hat sie einfach nicht verdient, weil die wirklich einen richtig guten Job macht in allen Lebenslagen. Nur ich möchte natürlich nicht, dass euch das Gleiche passiert. Und wer jetzt die DJI Mini 4 kauft bzw. gekauft hat, freut sich, ey, die hat jetzt 360 Grad Hinderniserkennung. Ich muss mir keinen Kopf mehr machen. Alles ist schön im Leben. Genau das müsst ihr trotzdem. Also wie gesagt, ihr habt es ja gesehen anhand der Beispiele, dass die 360 Grad Erkennung nicht immer gut reagiert. Und ich habe mir jetzt mal die ganzen Beispiele ausgemalt, beziehungsweise was wäre denn gewesen, wenn ich nicht so ein Glück gehabt hätte, also Glück im Unglück mit meinem Baum. Die Drohne ist quasi oben in eine Kiefer reingeflogen. Von der Kiefer ist die dann wieder runtergefallen in eine andere Kiefer. War nicht kaputt, wer das Video nicht gesehen hat, wie gesagt, kurz nochmal geschildert. Die war nicht kaputt, sondern die ist einfach drin aufgehangen oder hat sich direkt drin aufgehangen. Und was wäre gewesen, wenn die Drohne oben 10, 15 Meter in der Kiefer hängen geblieben wäre? Ich hätte die niemals runterbekommen ohne irgendeinen Kran oder irgendwas anderes. Dann fliege ich natürlich gern manchmal im Urlaub in der Schweiz oder in Österreich. Und da kannst du das natürlich komplett vergessen. Also wenn du dich darauf nicht verlassen kannst, dass da sozusagen die Hinderniserkennung wunderbar reagiert, was passiert an einem Berg, was passiert an einem Abhang, was passiert an einem Wald am Berg. Ich will mir das gar nicht ausmalen. Also wie gesagt, wenn ihr solche Aktionen plant, dann seid bitte noch vorsichtig. Zu meinem Fazit, also kauft euch die DJI Mini 4 Pro, wenn ihr das vorhabt. Das ist jetzt wirklich kein K.O.-Kriterium und das ist immer noch eine echte Kaufempfehlung von mir. Nur jetzt habt ihr vielleicht wirklich das kleine Problem im Hinterkopf und könnt im Vorhinein Maßnahmen treffen, dass euch das nicht passiert. Das Allerwichtigste, worauf ich noch hinweisen möchte, ist, kauft die Drohne mit dem DJI Care Paket. Das heißt, das ist für euch eine Absicherung, eine Versicherung von DJI. Wenn was passiert mit der DJI Mini 4 Pro, dann ist die Drohne versichert. Ihr könnt sie einschicken, ihr könnt Ersatz fordern oder auch kostenfrei eine Reparatur erhalten. Das ist nicht viel Geld, was ihr da sozusagen zusätzlich bezahlt. Ihr zahlt ja auch eine ganze Menge Geld für die DJI Mini 4 Pro, je nachdem in welcher Ausstattung. Da sind die 80 bis 100 Euro, die dazukommen, wirklich richtig gut investiert. Glaubt mir das. Der zweite Tipp für die Zukunft der DJI Mini 4 Pro und diesem Problem ist natürlich immer so schnell wie möglich die neuesten Updates von DJI machen. Wenn die kommen, wenn die veröffentlicht sind, einfach rein damit in die Drohne, dann seid ihr wahrscheinlich auch besser gesaved vor diesem Problem, wenn hier sozusagen das Update kommt. Und bis dahin meidet nach Möglichkeit die 360 Grad Active Track Funktion rückwärts und natürlich auch im seitlichen Flug, wenn jetzt Bäume oder große Hindernisse im Weg sind. Und solange wie hier noch keine weiteren Erkenntnisse raus sind, kann man das auch irgendwie nicht umgehen, denn DJI sagt natürlich ausdrücklich, selbst in der Bedienungsanleitung zur Mini 4 Pro, ihr könnt das natürlich gerne nachlesen, dass man sich nicht zu 100% auf die Hinderniserkennung direkt verlassen sollte und das kann ich natürlich jetzt gut verstehen. Und wenn ihr aber diese Art von Videos trotzdem machen möchtet, Action-Videos oder Tracking-Videos in allen möglichen Funktionen, 360 Grad am Auto, am Fahrrad, am Motorrad und so weiter und so fort, und ihr euch noch keine Drohne gekauft habt, dann kauft euch die DJI R3. Die kann das richtig gut. Ich habe die wirklich jetzt einen Monat lang im Einsatz und habe mit der noch keine Probleme gehabt. Sie ist zwar manchmal ein bisschen langsamer, ein bisschen träger, auch jetzt im Ausweichen und so, aber die hat diese Probleme nicht. Die folgt euch, die trackt euch. Du kannst beim Tracking noch ein bisschen mehr machen als bei der DJI Mini 4. Da gibt es dann auch mal ein Vergleichsvideo nochmal von mir. Aber wer jetzt so schnell wie möglich richtig Content machen möchte und eine Drohne benötigt, dann lieber die DJI R3. Die hat das drauf. Und nochmal der Hinweis, lasst uns drüber diskutieren, was vermutet ihr, was da sozusagen nicht so sein könnte, oder sagt ihr, das ist alles Schwachsinn, was ihr erzählt, die 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Drohnenabstürze, kann ja mal passieren, die Drohne ist neu, kann natürlich auch sein, aber ich hoffe auf alle Fälle, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen zur Problembewältigung, beziehungsweise, dass ihr wisst, dass da ein bisschen was auf euch zukommt und wenn ja, sehr gern den Kanal abonnieren.
bzw. dem Video ein Like verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine entspannte Zeit, sage Tschüss, bye bye und winke, winke, sehr gern bis zum nächsten Video.